Hallo, ich bin's wieder, die Bexi. Viele von euch haben mich gefragt, was das hier eigentlich für eine Presse ist, mit der ich meine Linol-Drucke drucke. Und ich dachte, ich sage euch das einfach mal ganz direkt. Es handelt sich hierbei nicht um eine klassische Druckerpresse, sondern das hier ist eine Stanz- und Prägemaschine. Ich habe keine Ahnung, was die genau macht. Ich habe die noch nie zum Stanzen oder zum Prägen benutzt. Ich habe sie umfunktioniert, damit ich damit meine Linol-Drucke drucken kann. Und in diesem Video zeige ich euch, wie sie funktioniert, wie ich mit dieser Maschine drucke und werde euch am Ende auch einen direkten Vergleich zeigen wollen. Und zwar der Vergleich zum Kochlöffel und zu dieser Hebelpresse hier im Hintergrund. Dann könnt ihr selber sehen, was das beste Druckergebnis bringt. Und noch eine Sache vorweg. Ich demonstriere das heute ausschließlich mit diesen Linolplatten, die man oft in Grau oder früher auch in Braun gekauft hat. Da diese softeren Stempelblöcke oder man kennt auch diese Gummiplatten hier von Speedball, die Speedy Carve Blöcke, die sind relativ weich, die funktionieren hiermit nicht gut, kann ich nicht empfehlen, hatte ich noch keine guten Ergebnisse mit. Auf jeden Fall die guten Klassiker benutzen. Oh, ich habe Durst, ich muss was trinken. Gut, dass ich ein frisches Getränk gleich hier am Start habe. Schmeckt eigentlich gar nicht so gut. Okay, let's go, let's check out the machine. Sie sieht leichter aus, als sie ist. Ich glaube, es sind schon so 8 Kilo. Ich habe die über Amazon gekauft. Ich glaube, es waren so 130 € oder so. Bis auf die Mechanik und die Walzen besteht das Ding hier komplett aus Plastik. Also es wirkt jetzt hier nicht besonders hochwertig. Besonders hübsch ist das Ganze auch nicht. Ich habe es versucht, ein bisschen zu dekorieren, damit es nicht ganz so hässlich aussieht. Es gibt natürlich auch noch andere Stanz- und Prägemaschinen, nicht nur die hier. Da müsst ihr selber einfach mal schauen. Hier gibt es diese 2 Flügel, die kann man hoch und runter klappen. Die Kurbel hier kann man auch noch abmontieren. Hier gibt es noch Stauraum. Wow! So. Das hier ist der Einzugsschacht. Da schiebe ich dann später meine ganzen Sachen durch. Hier oben ist eine Walze und hier unten ist eine Walze. Und mit diesen 2 Einstellrädchen kann man die Abstände einstellen. Man kann hier unten die untere Walze so ein bisschen anheben und hier oben die obere Walze etwas nach unten schieben. Mit der Stanzmaschine kommt auch eine Acrylplatte. Die ist relativ stabil und ungefähr 15 mm dick. Das ist die Basis. Da kommt jetzt mein Linolschnitt drauf, mein Papier, das Sandwich, was ich gleich noch erklären werde, und obendrauf noch eine Filzmatte. Diese Filzmatte, die gehört jetzt nicht mit dazu, die kannst du dir aber einfach online easy bestellen und zurechtschneiden. Ein Sandwich, so sagt man nennt das so Sandwich. Da benutze ich einfach mehrere Blätter, die ich übereinander stapel, die ich als Füllung nehme. Und dann könnte ich das hier mit der Kurbel einziehen. Man muss halt ausprobieren, wenn das hier zu locker ist, wenn es einfach gleich durchgeht, dann wird nachher der Druckauftrag nicht richtig gleichmäßig. Und wenn es zu fest ist, zu viel Druck drauf ist, dann wird das Druckbild auch nicht gut. Man muss da so eine goldene Mitte finden, ein bisschen ausprobieren, kommt immer drauf an. Also die Filzmatte hat eine Eigenhöhe, dann das Sandwich, da kann man ja immer mal ein Blatt wegnehmen, ein Blatt dazu packen und da probiert man halt ein bisschen aus. Und irgendwann hat man so seine Einstellung gefunden. Wie gesagt, hier an den Rädern kann man ein bisschen noch die Walzen nach oben und nach unten umstellen. Ja, ich habe so gerade meine perfekte Einstellung gefunden, aber je nach Papierstärke auch kann sich das halt ändern. Ich benutze sehr gerne dieses handgeschöpfte Büttenpapier. Das ist ziemlich strukturiert. Wenn das Papier dicker ist, dann nimmt man hier ein bisschen was davon weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch das jetzt mal am besten an einem richtigen Beispiel, nämlich hier an meinem Hahn, den ich nachdrucken muss. Das zeige ich euch jetzt direkt sofort. Linoldruck mit der Stanz- und Prägemaschine.
Diesen Linolschnitt habe ich übrigens vor mehr als 10 Jahren hergestellt, hält sich aber immer noch gut. Das hier ist ein wasserbasiertes Rot, Zinnoberrot, das ich wirklich gerne benutze, weil ich diesen Farbton bei ölbasierten Linoldruckfarben so noch nicht gefunden habe. Wie vorhin schon erklärt, bildet ganz unten die stabile Acrylplatte die Basis. Darauf lege ich jetzt meinen frisch eingefärbten Linolschnitt und anschließend kommt das Büttenpapier darüber. Dann folgt der Papierstapel und oben schließe ich mit der Filzmatte ab. Ich schiebe das Ganze jetzt ein Stück hinein, damit die Walzen es greifen und einziehen können. Es ist eigentlich nicht zwingend notwendig, aber wenn die Platte einmal durchgewalzt ist, walze ich sie gerne noch einmal zurück. Ich glaube, so verteilt sich der Druck noch gleichmäßiger. Ja, das sieht gut aus. Die Farbe ist gleichmäßig überall drauf. Perfekt. Super. Der rote Hahn ist fertig und jetzt drucke ich noch den Zwillingsbruder und zwar in Schwarz. Dafür nehme ich ein ölbasiertes Schwarz, weil das einfach schön kräftig ist und nochmal viel satter als so ein wasserbasiertes Schwarz. Hier kann man noch mal ganz gut meine Papierregistrierung sehen. Ich habe mir da ein paar Anlegemarken hingeklebt und fixiere das Papier mit ein paar Klebestreifen, damit es immer auf der gleichen Stelle dann auf der Platte landet. Jetzt kommt wieder mein Papierstapel drauf und die Filzmatte. Und dann geht das Ganze noch mal durch die Maschine. Ja, das ist mega gut geworden. Perfekt. So, jetzt haben die beiden Brüder sich wieder gefunden. Das war jetzt der Druck mit der Stanz- und Prägemaschine. Und jetzt kommen wir zum Kochlöffel und schauen, wie gut der funktioniert. Film ab! Linoldruck mit dem Kochlöffel. Auch beim Drucken mit dem Holzlöffel walze ich die Druckplatte erstmal ganz normal mit Farbe ein und drücke dann das Papier darauf. Mit der Unterseite vom Holzlöffel arbeite ich mich dann Zentimeter für Zentimeter in kreisenden Bewegungen über das Papier und übe dabei wirklich kräftig Druck aus. Das Ganze braucht immer so seine Zeit. Man sieht hier schon, dass der Farbauftrag sehr löchrig ist. Das liegt halt am stark strukturierten Papier. Ist nicht schlimm, ich kann halt einfach nochmal Farbe auftragen und das Ganze mit dem Löffel nochmal wiederholen. Kommt halt immer auf das Papier an. Wenn man jetzt so dünnes Papier hat oder sehr glattes, ne, dann geht das durchaus sehr, sehr gut. Aber mit diesem Büttenpapier, ja, da muss ich nochmal ran. Unten muss ich das gleiche auch nochmal wiederholen, Farbe drauf und nochmal mit dem Löffel nacharbeiten. Und man kann ja schon sehen, das wird dann schon ein bisschen anstrengend, wenn man das bei jedem Druck irgendwie 2-3 Mal wiederholen muss. Ja, man sieht,
Auch nach mehreren Durchläufen ist die Farbe einfach nicht komplett flächendeckend. Viele finden ja genau das spannend, weil es irgendwie ja auch zur Ästhetik vom Linolschnitt gehört. Aber ich mag es halt einfach gleichmäßig deckend. Und jetzt Linoldruck mit der Hebelpresse. auch bei einer Hebelpresse wie dieser benutzt man eine Filzmatte als Puffer, um den Druck auf das Papier etwas abzufedern. Und jetzt mit ordentlich Druck pressen. Mit der Presse pressen. Also hier passt es wortwörtlich. Auch hier ist das Ergebnis nicht ganz gleichmäßig, ähnlich wie beim Kochlöffel, aber auch kein Problem. Ich trage einfach nochmal Farbe auf und werde einfach mit dem Kochlöffel nochmal das Ganze nacharbeiten. Das ist dann halt schon doppelt Arbeit. Ja, aber es sieht gut aus, also besser als vorhin auf jeden Fall. And the winner is... Um das besser einordnen zu können, schauen wir uns die drei Drucke doch mal einfach direkt nebeneinander an. Links ist der Druck mit der Hebelpresse. Ich finde ihn ganz okay, aber man sieht hier und da noch Ungleichmäßigkeiten. Und wir erinnern uns, ich musste hier nochmal mit dem Holzlöffel nachhelfen. In der Mitte ist der Druck mit dem Holzlöffel. Hier musste ich mehrfach Farbe auftragen und nacharbeiten. Für mich nur ein befriedigendes Ergebnis. Rechts der Druck mit der Stanzmaschine. Der war schon beim ersten Versuch sehr gleichmäßig. Offene Stellen sind hier kaum zu sehen. Meine Gewinnerin ist die Stanzmaschine. Die macht einen sehr gleichmäßigen Druck. Gerade mit diesem strukturierten Papier ist das wirklich sehr schwer, mit diesem Löffel ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und auch hier mit der Hebelpresse, da musste ich ja auch noch mal mit dem Kochlöffel nacharbeiten. Das hat einfach alles viel zu lange gedauert und dafür ist die Maschine halt hässlich. Falls ihr trotzdem wissen wollt, wo man so eine Hebelpresse herbekommt, das ist die von Woodzilla. Die hatte ich mir damals gekauft, war gar nicht so günstig. Ich glaube so 200 €. Dafür ist die schick. Und ich glaube, man kann ziemlich gut mit diesen Speedball- oder Stempelgedöns damit drucken. Der Kochlöffel geht immer natürlich. Oder wenn ihr eine richtige Presse euch holen wollt, holt euch vielleicht auch eine richtige Druckerpresse, wenn ihr den Platz habt und das Geld und wenn das für euch Sinn macht. Ansonsten ist hier so ein Plastikding ziemlich cool. Funktioniert gut. Ich bin happy. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Das Ding habe ich jetzt, glaube ich, auch schon so 3-4 Jahre. Und jetzt muss ich die Drucke noch trocknen lassen, fotografieren und ab in den Shop. Es gibt vielleicht so 2 Nachteile hier bei dem Ding. Zu einem, also hier passt jetzt gerade nur von der Breite her so ein A4-Druck rein. Ne? Von der Länge her könnte man es natürlich beliebig lang machen. Man bräuchte nur ein Board, was in die Länge geht und dann könnte man ja theoretisch ewig lang was drucken. Nur in der Breite ist es halt limitiert bis zu A4, aber in meinem Fall total in Ordnung, weil ich eh nicht größer drucke. Es passen hier eigentlich nur diese dünnen, härteren Linolplatten. Und hier würde es halt schwierig werden, wenn man mit so dickeren Linol arbeiten würde. Das passt so schon nicht durch. Da müsste man sich jetzt ein Board kaufen, was nicht so hoch ist. Dann würde das funktionieren. Aber wie gesagt, diese gummiartigen, weichen Blöcke, die funktionieren hier eh nicht gut mit. Das waren die 2 Nachteile. Ich kann mir einfach nichts merken. Wo es die Maschine gibt, das verlinke ich in den Videonotes. Ich verlinke dort auch ein Video, wo jemand noch andere Stanz- und Prägemaschinen für den Druck bespricht. Vielleicht ist das auch noch ganz interessant, wenn ihr jetzt Feuer und Flamme seid für diesen Topic. War das jetzt mega langweilig? Ansonsten alles Gute, eure Bexi. Auf ein letztes Wort.
was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, wenn ihr zu Stanz- und Prägemaschine in Verbindung mit Linoldruck noch mehr recherchieren wollt, sucht am besten mit englischen Begriffen. Im deutschsprachigen Raum habe ich da eigentlich überhaupt nichts zu gefunden. Also benutzt die Worte Die Cutting and Embossing Machine Linocut. Und da findet ihr echt viel. Da gibt es Tutorial-Videos, da gibt es sogar eine eigene Facebook-Gruppe für. So, jetzt bin ich aber weg.